Good evening. Guten Abend. You guys are looking good tonight. Ihr schaut gut aus heute Abend. Thank you. Danke. Feels more relaxed, I think. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind alle ganz entspannt heute Abend. And not just because of the laughing, but I think we've gotten a little more relaxed over the few days. Nicht nur wegen dem Lachen jetzt heute Abend, sondern einfach über die Tage. Gott hat irgendwie so eine Entspannung in uns gewirkt. Last night felt really fun. I know we went quite deep. Gestern Abend, das hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß, wir sind ziemlich tief reingegangen in gewisse Dinge. But I could really feel the hunger that you all have. Aber ich konnte den Hunger spüren, während ich hier vorne geredet habe. Ich konnte bei euch den Hunger spüren. So that makes it a lot easier for me as a teacher. Das macht es mir natürlich als Lehrer sehr leicht. Thank you. Danke, dass ihr so hungrig seid. One of the themes that's behind almost everything that I teach Etwas, das hinter den Themen steht, über die ich meistens lehre oder fast immer lehre, requires a shift in thinking. Verlangt, dass wir in unserem Denken eine Verschiebung zulassen oder eine Veränderung. From short-term to long-term thinking. Und zwar von einem kurzzeitigen oder kurzatmigen Denken zu einer Langzeitstrategie. See, I can't talk about operating in the supernatural gifts. I can't. Ich kann nicht darüber sprechen, dass wir in den übernatürlichen Gaben des Geistes operieren Or about advancing the kingdom. oder dass wir das Königreich ausbreiten And at the same time only think short-term. und in derselben Zeit nur ganz kurzfristig denken oder meine Sicht nur ganz kurzfristig haben. See, underneath it all, I have to think generationally. Bei allem, was ich tue, muss ich ein Denken haben, das über Generationen hinausreicht. I talked this morning with a group of pastors here. Heute Morgen habe ich gesprochen mit einer Gruppe von Pastoren, die hier waren. And this was the message that I shared with them. Und das war die Botschaft, die ich ihnen mitgegeben habe. Is about thinking for future generations. Dass wir eine Sicht entwickeln oder ein Denken, das für zukünftige Generationen, auf zukünftige Generationen ausgerichtet ist. Do you know this word eschatology? Wer hat schon mal das Wort Eschatologie gehört? It's a big theology word. Das ist ein sehr theologisches Wort. It just basically means the study of the end times. Eigentlich heißt es nichts anderes als das Studium oder das Studium der Endzeit. But if we take that outside of just little church debates, wenn wir das mal so ein bisschen rauslösen aus diesen kleinen Debatten, die man so in der Gemeinde, in der Kirche darüber hat, the truth is this. Ist folgendes die Perspektive oder die Wahrheit. Every human being has an eschatology. Jedes menschliche Wesen hat eine Eschatologie. They don't have to be Christian to have an eschatology. Du musst noch nicht mal Christ sein, um eine Eschatologie zu haben, an die du glaubst. Richard Dawkins has an eschatology. Richard Dawkins hat eine Eschatologie. He doesn't have a God, but he has an eschatology. Er hat keinen Gott, er glaubt nicht an Gott, aber er hat eine Eschatologie. Well, he has science. That might be his God. Sehr wahrscheinlich ist die Wissenschaft sein Gott. But the reality is that everybody has an eschatology. Aber die Wahrheit ist, dass jeder seine Vorstellung hat über das Ende. It's what they believe they see for the future. Es ist das, was wir glauben, was in Zukunft passieren wird. So whether it's the atheist that sees a world without religion, egal ob es ein Atheist ist, der von einer Welt träumt ohne Religion, or a Hindu that sees the world as being all Hindu, oder ein Hindu, der davon träumt, dass die Welt eines Tages alles aus Hindus besteht, whatever false religion you want to fill in the blank, egal welche falsche Religion du jetzt noch dort in die Lücke einfügst, everybody has one. Alle haben eine Eschatologie. Now that's just reality. Das ist so, das ist die Wahrheit. But for the church, aber für die Gemeinde, we sometimes leave eschatology to the professional.
Wir überlassen manchmal die Eschatologie den Profis or for the novel writers. oder den Romanschreibern. And we say, you know, I'm just a normal Christian. Und wir sagen, naja, ich bin ja nur ein normaler Christ. I'm an average person. Ich bin eine durchschnittliche Person. And if all the professionals don't agree, Und wenn auch die Theologen und die Gelehrten sich streiten, how am I going to get anything figured out? wenn die es noch nicht mal kapieren, wie kann ich das dann jemals kapieren? It must be incredibly confusing Das muss ja unwahrscheinlich verwirrend sein. if all these theologians disagree so much. Wenn alle diese Theologen sich immer darüber streiten, wie das dann in der Endzeit sein wird. And so we try to ignore it at Und dann eschatology. irgendwie versuchen wir das irgendwie so ein bisschen zur Seite zu schieben und zu ignorieren. But you can't really ignore it. Aber wir können es eigentlich nicht. Wir können uns das nicht leisten. Because every time you make a decision about your children Weil jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst in Bezug auf deine Kinder and about your finances oder deine Finanzen and about schooling oder über die Schulausbildung or your business, oder dein Geschäft, your view of the future comes into play. deine Sicht von der Zukunft bestimmt dein Handeln. Even if it's just really subtle. Auch wenn es nur ganz unterschwellig ist. In the background, you may not be thinking about it, Im Hinterkopf du denkst vielleicht nicht bewusst dran, but there's that subtle fear that says this may not last. aber da ist diese unterschwellige Furcht oder Angst, dass du sagst, naja, ob das wohl gut geht. Especially anyone over 40 knows what I'm talking about, right? Besonders die über 40 sind hier, die wissen, wovon ich rede. Because your generation has lived on the edge of your seat for decades. Denn diese Generation saß vorne auf der Stuhlkante während Jahrzehnten. Do you remember this book from 1988 called 88 Reasons Jesus Will Return in 1988? Kennt ihr das Buch? Es wurde 1908 oder vor 1988 geschrieben und es heißt 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Anyone remember that? No, I think it was not translated. Thankfully it wasn't translated. Gott sei Dank wurde es nicht in Deutsch übersetzt. I'm so glad to hear that. Okay, so what about Late Great Planet Earth? Wie ist es mit dem Buch Alter Planet Erde, wohin? Wer kennt das noch? You remember that one? Yeah, some of the older folk remember that one. Ja, einige der älteren Generationen erinnern sich. The 88 Reasons Jesus Will Return in 1988 sold 4.5 million copies. 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt, wurde 4,8 Millionen Mal in den USA verkauft. Maybe that was a bunch of dumb Americans, but Vielleicht waren das ein paar dumme Amerikaner, die das gekauft haben. it wouldn't be the Germans. Die Deutschen hätten das nie gekauft, sehr wahrscheinlich. But Late Great Planet Earth was a bestseller. Alter Planet Erde, wohin? Das war ein Bestseller in den Actually USA. sold 35 million Hat copies. 35 Millionen Mal wurde es verkauft in den USA. To give a picture of what 35 million copies looks like, 35 Millionen Bücher, that's about as many copies as the Purpose-Driven Life. ist ungefähr so viel wie verkauft wurden von dem Bestseller Leben mit Vision. Das gibt es auch in Deutsch von Rick Warren. It's that level of a seller. So ungefähr in dem Stil war das ein Bestseller. One of the things that author, Hal Lindsey, presented as an idea Eine der Dinge, die dieser Autor Hal Lindsey damals präsentiert hat, is he took some verses and he said that when Israel was made a nation in 1948, hat irgendwie ein paar Verse aus der Bibel zusammengebastelt und hat dann gesagt, als 1948 Israel wieder eine Nation wurde, that planet Earth only had 40 more years. dass es dann nur noch 40 Jahre dauert, bis das Ende kommt. And he made it work with his system. Und er hat irgendwie ein System entwickelt, dass das irgendwie da abzuleiten ist davon. And so the world was supposed to end in the fall of 1988. Und so haben damals eigentlich alle so erwartet, dass irgendwann im Herbst 1988 irgendwann die Lichter ausgehen. Basically the same idea that the other author came up with. Und das war auch ungefähr das, was der andere Autor geschrieben hat. But this was like a fever going through the body at Aber that das war point. wie ein Fieber damals im Leib Jesu.
there were commercials that would show up on the Trinity Broadcasting Network, the Christian television station. Auf der im christlichen Fernsehen, in der christlichen Fernsehstation gab es Werbespots, that would talk about rapture practice. die darum gesprochen hat, wie man sich auf die Entrückung vorbereitet, dass man das üben kann. They literally were encouraging people to go jump on trampolines. Ja, ohne Witz, es gab Leute, die haben gesagt, dass man schon üben soll, indem man Trampolin springt. Smart. This got very messy though, Das hat ein ziemliches Durcheinander angerichtet. because people who really seriously thought it was about to happen, Denn Leute, die tatsächlich ganz ernsthaft das geglaubt haben, dass das passiert, they went out and they racked up a bunch of debt on credit cards. die haben wirklich tatsächlich, gab es Leute, die haben einfach gesagt, egal, ich mache jetzt einfach Schulden auf meine Kreditkarte, They bought cars and boats and pools. Autos gekauft, und Häuser und Swimmingpools. We'll never have to pay it back. We're going to get raptured Wir this müssen sie year. ja eh nicht zurückzahlen, die Entrückung ist ja bald. Woo. Was? So we saw it happen with 88, So, 1988 ist das passiert. and then it starts to happen again with the Y2K. Dann war irgendwie das, könnt ihr euch erinnern, diesen Jahr 2000 Dingsbums da? Da war das wieder sowas. I used to have a T-shirt that said, I survived Y2K. Ich hatte mal ein T-Shirt, da stand drauf, ich habe Y2K überlebt. This concept with Y2K was fear and paranoia. Auch da war das Konzept bei Y2K war Angst und richtig Paranoia. And people didn't so much rack up debt as much as they started stocking up food. Da haben die Leute dann nicht so viel Schulden gemacht, aber sie haben zumindest angefangen, sich Essensvorräte anzulegen. Because the whole system was going to shut down. Weil das ganze System wird zusammenbrechen. So I have friends whose parents still have 55-gallon drums of food in their basement. Ich habe Freunde, deren Eltern haben immer noch irgendwie 55 riesige Tonnen mit Lebensmitteln irgendwo in der Garage stehen. It's good that we can laugh about it rather than cry. Es ist eigentlich gut, dass wir darüber lachen können. Eigentlich müssten wir darüber weinen. Because this keeps happening over and over again. Denn das passiert immer und immer wieder. We get past the Y2K, Dann sind wir über diesen Jahr 2000 Grenze drüber gegangen. and then we move into this place where there's a man in California in 2011, 2011 gab es wieder jemand in Kalifornien. and he begins to predict that the world is going to end on May 21st, 2011. Und er hat plötzlich irgendwie berechnet, dass das Ende der Welt kommt am 21. Mai 2011. Now this obviously doesn't impact the whole world every time a nut job does that. Nun, natürlich ist nicht jedes Mal die ganze Welt davon betroffen, wenn irgend so ein Irrer wieder sowas von sich gibt. But because he had a radio show, he began to get a lot of influence. Aber dieser Mann hatte eine christliche Radiostation und er hat doch einigen Einfluss gehabt. And in a course of 1 year, he raised $100 million. Und in einem Jahr hat er $100 Millionen an Spenden eingesammelt. And he covered California with billboards by the road. Und hat ganz Kalifornien plakatiert mit Plakaten irgendwo an der Straße. Saying the rapture is going to happen May 21st, Wo drauf 2011. stand, die Entrückung ist am 21. Mai 2011. So this made huge news all over the Das war country. überall in den Nachrichten im ganzen Land. Just national embarrassment, essentially. Wirklich eine nationale Peinlichkeit. Because
the church is saying, we don't know when it could happen and he doesn't represent us. Die Gemeinde hat dann natürlich gesagt, nein, man kann das nicht genau sagen, wann das ist und wir machen uns da nicht, der ist nicht ein Repräsentant von uns. But this kind of stuff just keeps happening. Aber trotzdem macht es was und es passiert eben leider immer wieder. Last year it was the Mayan calendar. Letztes Jahr war das der Maya-Kalender. And it's funny because Christians are like, oh, you silly people, that's not going to be the end of the world. Und die Christen sagen dann, ja, das ist nicht, ihr Verrückten mit dem Maya-Kalender, das ist natürlich nicht das Ende der Welt. So it was like the first time we didn't agree that it was going to be the end So, of the das world. war eigentlich fast das erste Mal, dass wir dann nicht damit übereingestimmt haben, dass doch dann irgendwie das Ende kommt. It's like, well, it wasn't our crazy person who predicted it, so So diesmal waren es wenigstens nicht wir, die Verrückten, die Christen, die das gemacht haben, sondern irgendjemand anders. So I want to back up and look at if we can just think through our eschatology a little bit tonight together. Ich möchte uns ein bisschen herausfordern heute Abend, dass wir mal über unsere Eschatologie nachdenken. And no, we can't get into everything, Ich weiß, wir können das auf keinen Fall heute Abend umfassend abdecken. but this concept of building the kingdom, Aber dieses Konzept des Königreichs, das Königreich auszubreiten, it's really limited if you're always thinking it's about to be the end of the world. dieses Konzept wird immer limitiert und begrenzt, wenn wir immer denken, es könnte ja bald das Ende kommen. It's really hard to build the kingdom when you know that you're about to give it to the Antichrist. Es ist echt schwer, das Königreich aufzubauen, wenn du immer die Angst hast, übermorgen übernimmt das alles der Antichrist. I mean, just honestly, Ganz ehrlich. we talked about planet fear and planet love. Wir haben geredet über den Planet Angst und den Planeten Liebe. And it sounds great. We all go home excited. Yeah, let's do that. Ja, und dann sind wir alle total begeistert und gehen nach Hause und sagen, ja, lass uns das tun. So we're going to spend our life bringing love into planet So fear. sind wir hier dabei und bringen diese Liebe vom Planeten Liebe, bringen wir auf den Planeten Angst. Until we get to a certain point, Bis wir zu einem bestimmten Punkt kommen. then you're gone. Dann sind wir ja weg. And we give planet fear back to the Antichrist. Und dann kommt wieder der Planet Angst, weil dann übernimmt der Antichrist ja alles. It's really demotivating. Es ist sehr demotivierend. Now, so far, I haven't read one verse to you. Bis jetzt habe ich noch nicht einen Vers aus der Bibel vorgelesen. I'm just laying some ideas in front of us. Ich here. möchte einfach nur so ein paar Ideen und ein paar Gedanken vor uns ausbreiten. And maybe you're already feeling challenged. Vielleicht fühlst du dich jetzt schon herausgefordert. That's okay. Das ist auch okay so. We're going to go there. Wir kommen da schon noch hin. Now, I know I can go there with Bruno Ich weiß, dass ich mit Bruno dahin gehen kann, because he's a part of a group online that we're both members of. weil er auch Teil einer Online-Community ist oder einer Online-Gruppe, wo wir beide dabei sind. It's called the Optimistic End Time View. Diese Gruppe auf Facebook heißt eine optimistische Sicht auf die Endzeit. There's a lot of disagreement over different theology, Da gibt es auch Diskussionen und viele unterschiedliche Auffassungen in der Theologie. but there's about 600 individuals in this group, Aber in dieser Gruppe sind ungefähr 600 Personen and they all at least agree that we need to think long term about the kingdom. und die alle in einer Sache übereinstimmen, nämlich dass sie sagen, wir müssen eine lange Sicht auf die Zukunft entwickeln. It's actually how Bruno and I met originally. Dort ist auch ein Ort, wo Bruno und ich uns begegnet sind. Bruno's been my Facebook friend for a year. Seit einem Jahr ist er schon mein Facebook-Freund. So I know that we're on a similar way of thinking. Ich weiß, here. dass wir beide auf einem ein ähnliches Denken haben darüber. And anything I get wrong, he'll just translate it correctly. Und alles, was ich heute falsch wiedergebe, wird er korrekt übersetzen.
So I'm just going to ask you to open your heart tonight Ich möchte euch einfach bitten, dass ihr euer Herz aufmacht heute Abend. and consider some of what I'm going to say. Dass ihr ein paar der Dinge, die ich sage, wenigstens in Betracht zieht. Because it may be completely new to you. Weil es könnte sehr neu für euch sein, was ich heute Abend sage. And I'm not saying you have to accept it or reject it tonight. Und ich sage nicht, du musst das alles jetzt annehmen heute Abend und oder ablehnen. You may have never even heard that there were other options. Vielleicht hast du noch gar nie gehört, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt, das Ende zu sehen. The other thing is, if it's really at the foundation of our thinking, Der andere Punkt ist wenn das wirklich ein grundlegendes Thema ist, das unser Denken bestimmt, we do need to take some time to dann think müssen about wir this. uns auch damit befassen und uns die Zeit nehmen dafür. Are you ready? Seid ihr bereit? Okay. Alles klar. So my first thing is this. I'm going to ask you a question. Das erste ist, ich möchte euch eine Frage stellen. How many years long is this future tribulation supposed to be? Wie viele Jahre wird diese zukünftige Trübsal sein? 7 years. 7 Jahre. This is the standard modern belief that Das it's ist 7 years. die Standardantwort, die man bekommt, wenn man diese Frage stellt. Das ist der Standardglaube. Do we agree we've all heard 7 years, right? Habt ihr das alle schon mal gehört? 7 Jahre? Okay. I want to make sure it's not just an American thing, but Ja, a German thing ich will too. ja sicher sein, dass das nicht nur ein amerikanisches Ding ist, sondern dass ihr ähnliche Dinge auch hier gehört habt oder glaubt. Okay. The thing is, though, about the 7 years, Die Sache ist nur die, mit diesen 7 Jahren, there's not a 7-year event in the book of Revelation. es gibt in der ganzen Offenbarung kein Ereignis, das 7 Jahre dauert. You will find the number 7, Ja, man findet da die Nummer 7, also die Zahl 7, die kommt da schon vor. but you will not find the number 7 years. Aber in der ganzen Offenbarung wirst du nicht den Begriff 7 Jahre finden. Now, anything I say, you need to do your homework too. Und alles, was ich jetzt sage, das ihr könnt das gerne dann überprüfen und müsst dann die Hausaufgaben darüber machen. But that is a fact, Aber das ist eine Tatsache. and you can search that out. Das kannst du herausfinden. I will also preface what I'm saying here. Give a forward. Okay, ich möchte auch noch als Vorwort kurz erwähnen, Because I have just finished 420-page doctoral dissertation on this topic. ich habe nämlich gerade 400 Seiten meine Dissertation darüber geschrieben. So I've done a little bit of homework. Also ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht. That doesn't mean I'm right on everything. Das heißt nicht, dass ich bei allem Recht habe. Versteht das nicht falsch. There's a lot of people who wrote doctorate dissertations that are wrong too. Da gibt es viele andere Doktorarbeiten, die es auch da gibt, die auch falsch sind. So I would add to this concept So möchte ich zu diesem Konzept noch hinzufügen, that you don't find a 7-year time period in the whole New Testament. du findest im ganzen Neuen Testament keine Erwähnung einer 7 Jahre dauernden Periode. So although everybody in the room knows that there's supposed to be a 7-year tribulation in the future, Obwohl alle irgendwie hier wissen, dass es irgendwie eine 7 Jahre dauernde Trübsal anscheinend geben wird in der Zukunft, most of us probably don't know where that came from. habt ihr alle gar keine Ahnung, woher das eigentlich kommt. What it says in Revelation is it talks about a 3.5-year time period, In der Offenbarung ist von einer 3,5-jährigen Periode but you die Rede. can't get a 7 from that Aber du kannst daraus nicht 7 einfach machen, because it lists it 5 times. weil es 5-mal erwähnt wird. It doesn't talk about it as 7 years at any point, Nirgendwo ist davon die Rede, dass es 7 Jahre sein and it werden, talks about 3.5 years sondern 3,5 Jahre or 1260 days, oder 1260 Tage. but never 7 years. Aber nirgendwo 7. Actually, the concept of a 7-year tribulation Dieses Konzept einer 7-jährigen Trübsal
As far as history teaches, Soweit man das in der Geschichte nachvollziehen kann, the first mention of it was in the early 1800s. war das erste Mal, dass jemand sowas erwähnt hat, war in den frühen 1800er Jahren. Before that, there was nobody who believed a 7-year future tribulation. Bevor Anfang 1800 gab es nicht einen einzigen Christen, der an eine 7-jährige Trübsalzeit geglaubt hat. Those who did teach a future tribulation Die früher schon eine zukünftige Trübsal gelehrt haben, only taught a 3.5-year tribulation. haben immer eine 3,5-jährige Trübsal gelehrt. Okay, you with me now? Okay, seid ihr jetzt bei mir? Okay, so where do they get the 7? Woher kommen denn diese 7 plötzlich? Von Daniel. Yes, from Daniel 9, which Ja, is what von we're going to Daniel look at 9. together. Da wollen wir doch mal hinschauen, oder? So let's go to Daniel chapter 9. Lass uns mal nach Daniel 9 gehen. Yes. We're going to start in verse 24. Wir beginnen in Vers 24. In Daniel chapter 9, there's a prophecy that declares 5 specific things about the timing of the Messiah's arrival. In Daniel 9 werden 7 specific or 5? 5. 5 spezifische Dinge genannt, die ein Zeichen sind dafür, dass der Messias kommt. Now, we're going to start with reading in verse 24. Wir fangen mal an, im Vers 24 zu lesen. It says in verse 24, 77s are decreed for your people and for your holy city. Über deinem... You can okay. read the whole passage. Just all of 24. Just read the whole The of verse first 24. Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu setzen oder zu machen und die Sünden abzutun und die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Now, what we have here, there's at least 1 or 2 things that all the scholars agree on. Zumindest 1 oder 2 Dinge gibt es hier, über die sich eigentlich alle Theologen eins sind. Then they start arguing. Und dann fangen sie an zu diskutieren. The thing that they agree on Worüber sie sich einig sind, is that there's this equation of 70 times 7, dass hier eine Gleichung ist von 70 mal 7. which is where we get our 490. Und das gibt natürlich 490. Up to that point, everybody agrees. Bis zu diesem Punkt stimmen alle überein. Then it begins to fall apart. Und dann kommt das Zerwürfnis. That's about as far as we can go together. Okay, bis dahin stimmen wir alle überein. All right, we'll read verse 25 next. Jetzt lesen wir Vers 25. So wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. So in verse 24, So in Vers 24 the prophecy to Daniel is this. ist die Prophetie, die Daniel bekommt, folgende. Israel has 490 years to get their act together. Israel hat jetzt noch 490 Jahre Zeit, um ihr Zeug irgendwie hinzukriegen. And they've been warned, you have 490 years. Und sie werden gewarnt und das heißt, ihr habt jetzt noch 490 Jahre Zeit. But when does the 490 years begin? Aber wann beginnen die 490 Jahre? Thank you. Much better.
The next verse, verse 25, tells us when the time clock starts. Vers 25 sagt, wann diese Zeit, die Uhr beginnt zu ticken. He says, from the declaration to restore and rebuild, that's when the 490 years starts. Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. Von da an, von dem Erlass an, sind es noch 490 Jahre. So, in verse 25, the clock starts. Also, in Vers 25 beginnt die Uhr zu ticken. So the question is, when was the restore and rebuild declared? Ja, wann ist denn dieser Erlass, die Frage wäre jetzt, wann ist denn dieser Erlass zur Wiederherstellung des Tempels und Jerusalems erlassen worden? Now, what scholars also agree on here, Und auch hier stimmen eigentlich alle Theologen überein, that this is a clear reference to Ezra chapter 7. dass hier ganz klar ein Hinweis ist auf Esra Kapitel 7. If we remember the history of the Old Testament, Wenn wir die Geschichte uns erinnern vom Alten Testament, we have King Saul, King David, King Solomon. da haben wir König Saul, König David, König Salomo. Then the kingdom split, Dann wird das Königreich geteilt and you have this messy history for a bunch of years, und dann hast du dieses komplette Durcheinander in der Geschichte Israels für einige Jahre, which finally leads to an exile. was dann schließlich in einem Exil endet. And when the exile begins to return back to Jerusalem, Und als das Exil beendet war und die Gefangenen wieder nach Jerusalem zurückgebracht wurden, Ezra comes back and rebuilds the temple, kommt Esra und fängt an, den Tempel wieder and aufzubauen. Nehemiah comes back and rebuilds the city Und wall. Nehemia kommt, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. But it's this passage that is the declaration to restore and rebuild. Und um das geht es hier, der Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems. And this was under King Artaxerxes, Und das war unter dem König Artaxerxes, the king of Persia, dem König von Persien. and it happened Und at es ist passiert, it's so nice. oh, das funktioniert gut, 457 BC. 457 vor Christus. Now 457 is the beginning of our clock. Also 457 vor Christus beginnt die Uhr zu ticken. So the clock is now ticking 490 years. Und jetzt geht das 490 Jahre. You have 490 years to get your act together. Okay, Israel, 490 Jahre habt ihr Zeit, um alles irgendwie in Ordnung zu bringen. Uh-oh. Okay. Not okay. Uh-oh. Nicht okay. Oh. The thing about this passage that's so interesting Das, was in dieser Passage so interessant ist, is that people have turned it into an end of the world passage. ist, dass die Leute daraus eine Stelle gemacht haben, wo sie irgendwie angeblich das Ende der Welt herauslesen wollen. Many people teach this same passage and say that it's about the Antichrist. Viele Leute lehren diese Passage und sagen, hier geht es um den Antichrist. But have you heard of this Bible commentator named Matthew Henry? Aber vielleicht habt ihr schon mal was gehört von Matthew Henry, der hat einen ganz berühmten Kommentar zur Bibel geschrieben. Anyone? Habt ihr schon mal gehört? Okay, a couple people Einige hier. who've looked this up. Matthew Henry is one of the most well-known Bible commentators of history from the 1700s. Matthew Henry ist einer der bekanntesten Bibelkommentatoren aus 1700 irgendwann. So if you go online, his entire volume of commentary is free online. Du kannst seine ganzen Kommentare zur gesamten Bibel, kannst du online, alles gratis, kannst du dir anschauen. And it's one of the most highly respected. Und es ist einer der meist respektiertesten Kommentare zur Bibel. And if you look up this passage from the commentator in the 1700s, Und wenn du dann zu dieser Passage gehst und dir dann den Kommentar anschaust, den Matthew Henry dazu schreibt, he says, we have in Daniel 9, verse 24 through 27, sagt er, wir haben in Daniel 9, Vers 24 bis 27 the most illustrious prediction of Christ. Die am genauesten und detailliertesten ausgeführte
Vorhersage auf Christus and gospel grace that is in all the Old Testament. und der Gnade des Evangeliums, die wir im gesamten Alten Testament nur finden können. Somehow, the most incredible prophecy of Jesus in the entire Old Testament Irgendwie wird die unglaublichste, genaueste Prophetie über Jesus Christus, die wir im Alten Testament finden können, is now about the Antichrist. wird plötzlich zu einer Geschichte, wo es um den Antichrist geht. The devil has hijacked this understanding. Der Teufel hat dieses Verständnis und diese Wahrheit uns geraubt oder entführt sozusagen. Let's go a little further. Lass uns ein bisschen weitergehen. So verse 25 says, Also in Vers 25 heißt es, "Know and understand this, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem." so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems So from 457 von 457 until bis the anointed one, the ruler, comes, zu dem Gesalbten, dem Fürsten, there will be 7 sevens sind 7 Wochen and 62 sevens. und 62 Wochen. So we just got a prediction here. Also wir haben hier eine Vorhersage. And the prediction is that there would be 69 of our 70 weeks. Und die Vorhersage ist, dass 69 von den 70 Wochen, So we have 70, but what we have here also insgesamt sind es 70. Und jetzt sagt er aber, davon is that 62 and 7 will go by, werden 62 und nochmal 7, also 69, werden vergehen. which would be 490 minus 7. Das wäre dann 490 minus 7 natürlich. That's the 69 weeks. Das sind die 69 Wochen. Or in other words, 483. Oder mit anderen Worten 483. 483 Jahrwochen. Years. Nein, 483 Jahre. 69 Jahrwochen. Until the anointed one, the Bis ruler, comes. Der Gesalbte kommt, der Fürst, der Regent. Remember last night that we learned about Jesus being Was- born in what year? Was haben wir gestern Abend gelernt? Wann ist Jesus geboren worden? 3 3 vor BC. Christus. So what happens in 27 AD? Was ist 27 nach Christus passiert? The anointed one, the ruler, Der Gesalbte, der Regent, der König. some guy we call the King of Kings, Jemanden, den wir auch nennen, der König der Könige. he reveals himself and Offen- starts his ministry. Offenbart sich selbst und beginnt seinen Dienst. This is why they say it's the most incredible prophecy of Jesus. Genau deswegen sagen die, dass das die unwahrscheinlich genaueste Vorhersage über Jesus Christus ist. That's an incredible prophecy that tells us the exact year that he would show up. Das ist eine unvorstellbare Voraussage, die sogar das exakte Jahr uns sagt, wann der Gesalbte, wann der Messias kommt. I would suggest another thought here. Ich würde noch einen anderen Gedanken hinzufügen hier. You have the Magi in the Christmas story. Da sind doch diese Magier, diese 3 Könige aus dem Morgenland in der Weihnachtsgeschichte. And they're able to do some calculations. Und die sind in der Lage, eine Berechnung anzustellen. And they're aware that this ruler is going to have to be however old. Und sie haben dann irgendwie eine Idee, wie alt dieser König, dieser neue König sein muss. So actually a few years before Jesus is born,
Also einige Jahre bevor er geboren wurde and all the way up past several years past 27 AD, und noch bis nach 27, einige Jahre danach, at that time period in the religious communities, in dieser Zeitperiode in der gesamten religiösen Welt von damals, there's what we might call like Messiah fever. gibt es was wir heute vielleicht nennen würden, ein Messias-Fieber. They're just waiting, like who, where, when's he going to show up? Alle sind gespannt. Wo kommt er? Wann kommt er? Wer ist es? This would be a part of their calculations that they're figuring out with the stars. Und das sind die Berechnungen, die sie angestellt haben, irgendwie auch über die Sterne. Because this was actually an extremely famous prophecy. Denn diese Prophetie aus Daniel war sehr, sehr berühmt und sehr bekannt damals. But we'll go a little further. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter. Now, if we've gone 69 weeks, Wenn wir jetzt 69 Jahrwochen hinter uns haben or 483 years, oder 463 Jahre, it leaves us with 7. dann bleiben noch 7 übrig. That last 7, Diese letzten 7, that's where there's a lot of debate. darüber gibt es nun viele, viele Meinungen und Debatten. Now, there's already debate about this. Nun, selbst über diese ersten gibt es auch schon Debatten. Because some like to say that the anointed one is the Antichrist. Weil manche sagen, der Gesalbte wäre der Antichrist. And they say that the clock started here and it went to here, Und sie sagen, ja, die Uhr fing an zu ticken und es ging bis dahin. but Jesus isn't the anointed one. Aber Jesus ist nicht der Gesalbte. The clock suddenly stopped. Dann hört die Uhr plötzlich auf zu schlagen. That God hit the snooze button. So wie ob Gott den Stopp-Schalter gedrückt hätte. Den Schlummerschalter. And now we've been on the snooze button for 2,000 years. Und jetzt sind wir schon im Schlummerzustand seit 2000 Jahren. And no, it's hard, but Ich weiß, es ist hart, aber das ist das, was manche sagen. so if we were to do this properly on our paper, Also wenn man das jetzt ganz genau auf dem Papier darstellen würde, we would need to put 4 other blank sheets of paper müssten wir nochmal 4 weitere Seiten hinzufügen and just draw a line across all of them. und eine Linie ziehen über all diese 4 Seiten. And we could put 2013 out here Und dann somewhere. könnten wir irgendwo 2013 da hinten hinschreiben. And all of that would be time that we've been on the pause button. Und all diese ganze Zeit wären wir quasi im Pausenmodus. And somehow, Und irgendwie this prophecy that's supposed to happen, Israel, you have 490 years to get your act wird together. aus dieser Prophetie, wo gesagt wird, Israel, jetzt dauert es noch genau 490 Jahre und dann passiert's, It's not really 490 years. sagen wir plötzlich, nein, das sind nicht wirklich 490 Jahre, It's more like 2,490 sind mehr years. so wie 2490 Jahre. Because God is not very good with time. Weil Gott ist nicht so gut in der Zeitrechnung. And then someday he'll do the last 7 years down Und the road. irgendwann dann später mal, dann wird dann diese letzte Woche, diese letzten 7 Jahre kommen. Let's put Okay. another picture here. Noch ein anderes Bild. Let's say that I were to tell Bruno, Lass uns mal annehmen, ich sage zu Bruno, I'll be back in 10 minutes. ich komme wieder in 10 Minuten. And I leave the room for 9 minutes. Und dann gehe ich 9 Minuten raus And then I get on a plane and I go home. und dann gehe ich ins Flugzeug, steige ich in ein Flugzeug und fliege nach Hause. And I come back a year later. Und das nächste Jahr komme ich wieder And he's saying, where were you? You Ich- said 10 minutes. und er sagt zu mir, ey, wo warst du denn? Du hast gesagt, in 10 Minuten bist du wieder da. And I would say, well, I did the 9 and then I came back to do the last 1 minute. Ja, weißt du, ich habe die ersten 9 habe ich gewartet und dann, ja, jetzt bin ich nach einem Jahr, komme ich jetzt wieder und jetzt passiert die letzte Minute. That would be a problem. Das wäre echt ein Problem, oder? But that's exactly what people do with Aber this. genau das machen Leute aus dieser Prophetie. And there's a problem there as well, Und da kommt noch ein Problem dazu.
Because if God says something's going to happen in 490 years, Weil wenn Gott sagt, in 490 Jahren passiert etwas, why is he so wrong? warum sagt er uns was völlig Verkehrtes dann? Why didn't he just say 2,490 years? Warum hat er denn nicht einfach gleich gesagt 2490, If that's what he actually wenn meant. er das meinte? Why do we have to fix his prophecy to make it work for us? Warum müssen wir seine Prophetie so hindrehen, dass sie irgendwie zu unserer Theologie passt? Mainly because we don't understand it. Ganz hauptsächlich deswegen, weil wir sie nicht richtig verstehen. And we have to make it fit our idea Und deshalb müssen wir sie unseren Ideen anpassen, rather than what it just simply tells us. anstatt einfach das zu lesen, was da wirklich steht und was es wirklich meint. This is the only passage that is used to get the 7-year future tribulation. Diese Passage ist die einzige, von der irgendwie abgeleitet wird, dass es eine künftige 7-jährige Trübsal geben wird. So even if you lose your 7 years tonight, Selbst wenn du heute deine 7 Jahre irgendwie verlierst and you end up with an amazing prophecy about Jesus, und du plötzlich siehst, Mann, das ist ja eine gewaltige Prophetie über Jesus, you could still at least hold on to a 3.5-year tribulation from Revelation. kannst du immer noch sagen, okay, ich glaube aber trotzdem noch an 3,5 Jahre Trübsal wegen der Offenbarung. But it's not what this passage is about. Aber hier geht's gar nicht um das. So this is just our starting point. So, hier legen wir nur los. Now he goes on and tells us about this last 7 years. Jetzt sagt er etwas über diese letzten 7 Jahre. And he says in Daniel 26, In verse 26, okay. Und in Vers 26 sagt er, he says, the people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören und sie geht unter in der überströmenden Flut. The end will come like a flood, war will continue until the end, and desolations have been decreed. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Then in verse 27, Und he dann in backs up, Vers 27, and he's talking again about the anointed one he started talking about. jetzt spricht er wieder über den Gesalbten, über den er gesprochen hat. And he says he will confirm a covenant with many for 1 7. Und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. So, who put an end to sacrifice and offering? Wer hat den Schlacht- und Speisopfern ein Ende gesetzt? We read this last night, that what he did with the new covenant made the old obsolete and outdated. Das haben wir gestern Abend gehört. Das, was Jesus getan hat, hat den alten Bund als veraltet erklärt. It doesn't mean that the sacrifice immediately stopped, Das heißt nicht, dass die Opfer dann sofort aufgehört haben, but according to God, the system had changed. aber in den Augen Gottes war das Ende. Das System hat sich verändert. I'll just add a historical thought here. Einen historischen Gedanken, den ich hinzufügen möchte. Every year, the priest would come and they would lay their hands on the scapegoat. Jedes Jahr kommt der Priester und legt die Hand auf diesen, Sündenbock. And they would reach into the ephod that the priest would wear, Und er greift hinein in das Ephod, in diesen Priesterschurz, and they would pull out one of 2 stones. und er nimmt heraus 1 oder 2 Steine. That's called the Urim or the Thummim. Das Urim und das Thummim heißen die. And scholars believe that these were either a white or a black stone. Und die Gelehrten sind sich darüber fast einig, dass es sehr wahrscheinlich ein weißer und ein schwarzer Stein war. The white stone meant that God accepted their sacrifice. Der weiße Stein bedeutete, Gott hat das Opfer angenommen. And the black stone meant he rejected it. Und wenn der schwarze hervorkam, dann hieß das, Gott hat das Opfer abgelehnt. There's a scholar from the 1800s who was a Jewish priest who got saved. Es gibt einen Gelehrten aus dem 18. Jahrhundert, der war ein jüdischer Priester, der sich bekehrt hat. His name is Alfred Edersheim. Sein Name ist Alfred Ederstein. And he writes about this black stone and this white Und stone. er schreibt über diesen weißen und schwarzen Stein. And he wrote that historically, Und er schreibt, dass geschichtlich gesehen
that for about 400 years leading up to Jesus' ministry, dass für ungefähr 400 Jahre bis zu dem Dienst von Jesus they kept pulling out the white stone year after year. haben sie jedes Jahr den weißen Stein hervorgeholt. But that in the year that Jesus died on the Day of Atonement, Aber in diesem Jahr, als Jesus am großen Versöhnungstag gestorben ist, that we now have the next 40 years until the destruction of the temple, wo jetzt die nächsten 40 Jahre beginnen, bis der Tempel zerstört wird, that history records they pulled the black stone every year. ist die Geschichtsschreiber berichten, dass von dem Zeitpunkt an der Priester jedes Jahr den schwarzen Stein hervorgezogen hat. Because they were continuing to use a sacrificial system that God had rejected. Weil sie haben ein Opfersystem weiter benutzt, das Gott schon längst abgelehnt hatte. They continued to cling to an old covenant that God no longer wanted. Sie haben festgehalten an einem alten Bund, den Gott nicht mehr wollte. That's just an interesting side note. Das ist eine interessante Anmerkung aus der Geschichte. But he says in the middle of this, he'll put an end to sacrifice and offering. In der Mitte dieser Woche wird er den Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. So we have our final 7 years, Wir haben also diese letzten 7 Jahre, which leads to 33 AD. die dann bis 33 nach Christus And in the middle of that would be 30 AD. und dauern, und in der Mitte ist 30 nach Christus. So, in 30 AD, when he dies on the cross, Also 30 nach Christus, als Jesus am Kreuz stirbt, he puts an end to sacrifice and offering. setzt er den Opfern ein Ende. Exactly as it says in Daniel. Genauso wie es in Daniel steht. That halfway through the last 7, he will put an end to In sacrifice and der offering. Mitte der letzten Jahrwoche setzt er den Speisopfern und Schlachtopfern ein Ende. Now we also have something in Daniel 27. Noch etwas steht in diesem Vers. It says he will confirm a covenant with many. Da heißt es, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Now we spent all of last night talking about covenant. Ja, gestern Abend haben wir ja über den Bund, über die Bündnisse gesprochen. But specifically when he stands up at the Last Supper and talks about this covenant, Aber ganz besonders beim letzten Abendmahl, wo Jesus aufsteht und den neuen Bund ankündigt, he uses the same word here. benutzt er denselben dieselben Worte hier. Because it says he'll confirm a covenant with many. Weil es heißt hier, er bestätigt den Bund für viele. He says, this is the blood of my new covenant, Jesus sagt, dies ist das Blut des neuen Bundes, shed for the forgiveness of sins of many. vergossen zur Vergebung der Sünden für viele. He's making reference back to the prophecy about a covenant. Jesus zitiert die Ankündigung dieses Bundes, die Daniel geschrieben hatte. He knows what he's saying to their brains. Er weiß, was die jetzt denken, wenn er das sagt. Remember in Matthew 18, In Matthäus 18 Peter says to Jesus, sagt Petrus zu Jesus, I've forgiven 7 times. How many times do I have to forgive? ich habe jetzt 7 Mal schon vergeben. Wie oft muss ich denn vergeben? 7 Mal? What does Jesus say? Was sagt Jesus? He says 70 times 7. 70 mal 7 Mal. Ah. Aha. He's not saying infinity. Er sagt nicht unendlich, He's actually referring to this. sondern er zitiert Daniel. He's not talking about, well, 490 is a really big number, so it means always forgive. So, er sagt nicht, ja, 490 ist irgendwie eine große Zahl, die sage ich jetzt mal, und das bedeutet dann, dass du immer vergeben musst. He's challenging Peter, Er fordert Petrus heraus. and he says, you should be as forgiving as God. Er sagt, du solltest so vergebend sein wie Gott selbst. Who, as we all know, Der, wie wir alle wissen, has given Israel 490 years to get their act together. Israel 7 mal 70 Jahre gegeben hat, um alles irgendwie zu beenden.
He's making a very clear but subtle reference to the Er macht eine 490 klare, years. wenn auch unterschwellige Andeutung auf diese Jahre von Daniel. I know I just messed up a whole bunch of sermons. Ich weiß, ich habe jetzt gerade ein paar Predigten zerstört, die du schon gehört hast. But let's mess up some more. Aber wir wollen noch ein paar zerstören heute Abend. So in Daniel we have 5 messages in Daniel. In these 4 verses we have 5 messages. In diesen 5 Versen, in diesen 4 Versen haben wir 5 Botschaften. We have the Messiah's arrival. Wir haben die Ankündigung, dass der Messias kommt. You can write these down if you'd like. Wenn ihr diese 5 Punkte könnt ihr aufschreiben, wenn ihr wollt. The, Der sec- Messias kommt. the second is the Messiah's death, Das zweite ist, der Messias wird sterben. because it says he'll be cut off, Das heißt, er wird abgeschnitten which was a werden. phrase for put to death. Und das war so, bedeutet so viel wie, er wird getötet. It talks about the end, Und er spricht über das Ende. which was, and I'll show you this in a moment, but it was the end of the old Und covenant. das war das Ende des alten Bundes. Ich werde euch das noch zeigen in We einem see Moment. that with the end of sacrifice and offering. Und dann das Ende des, eben dieses Ende der Opfer und Speisopfer. Schlachtopfer und Speisopfer. It also says he'll confirm a covenant, which would be the new covenant. Und dann heißt es, und er bestätigt einen Bund, was dann der neue Bund wäre. So we have the Messiah's arrival, So, der Messias kommt, the Messiah's death, er stirbt, the end of the old er covenant, beendet damit den alten Bund, the confirming of a new er covenant. bestätigt einen neuen Bund, And that's 4 that we've just seen clearly. und 4 davon haben wir jetzt ganz klar gesehen. But there's a 5th message here. Und es ist noch eine 5. Botschaft. And it's one that we haven't touched on yet. Und über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. And it's where it talks about the destruction that's going to Und come. zwar ist hier davon die Rede, dass Zerstörung kommt. And it's not taking the 5th point and throwing it 2,500 years in the future. Und es ist ja nicht so, dass jetzt in diesem ganzen Zusammenhang einfach dieser 5. Punkt genommen wird und dann quasi 2.500 Jahre in die Zukunft projiziert wird. We don't have to do that. Wir müssen das nicht machen. There's nothing that requires us to do that. Es gibt nichts in diesem Text, was uns einen Anhalt geben würde, dass wir das machen sollen. Actually, proper interpretation would keep the prophecy together. Eine korrekte Auslegung der Prophetie würde die Prophetie zusammenhalten. So how do we understand this destruction? So, wie verstehen wir jetzt diese Zerstörung? Because it says in verse 26, Denn es heißt hier in Vers 26, the people of the ruler who will come die Leute des Herrschers, der kommen wird, will destroy the city and the sanctuary. werden die Stadt und das Heiligtum zerstören. The end will come like a flood. Das Ende kommt wie eine Flut, War will continue until the end, und der Krieg wird gehen bis zum Ende and desolations have been decreed. der fest beschlossenen Verwüstung. Or down at the end of verse 27, Oder am Ende von Vers 27 we have this mysterious passage that says, haben wir plötzlich diese mysteriöse Stelle, wo es heißt, at the temple there will be set up an abomination that causes desolation und bei den Flügeln werden stehen Gräuel der Verwüstung, until the end that is decreed is poured out. bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. So that sounds to us as modern readers like the end times. Das hört sich dann so an für uns in unserer modernen Zeit, wenn wir das lesen, als ob das irgendwie von der Endzeit sprechen würde. But I would suggest to you another option. Aber ich gebe euch mal einen Vorschlag für eine andere Auslegungsart oder eine andere Lesart dieses Textes. Remember last night I talked about how all the Christians in Jerusalem in 70 AD that they escaped? Erinnert euch, wie ich euch gestern Abend erzählt habe, dass vor 70 nach Christus, als Jerusalem zerstört wurde, wie alle Christen fliehen konnten aus der Stadt? Now it's too big of a concept for me to get into every detail tonight. Das Ganze ist im Zusammenhang
schwierig, an einem Abend das alles da hineinzugehen in jedes einzelne Detail. But I believe that this destruction was about 70 AD. Aber diese Zerstörung, die hier schon angekündigt wird, hat etwas damit zu tun, oder ist die Zerstörung von 70 nach Christus, als der Tempel und die Stadt, so wie es heißt, zerstört wurden. So when you read the Gospels, you see these 5 things in the background of the whole story. So wenn du die Evangelien liest, dann siehst du diese 5 Themen im Hintergrund der ganzen Geschichte. We see the Messiah's arrival. Wir sehen die Ankunft des Messias. We see his death. Wir sehen seinen Tod. We see the end of the old covenant. Wir sehen das Ende des alten We Bundes. see the establishment of a new Wir covenant. sehen, dass der neue Bund aufgerichtet And we wird. see the coming destruction of Jerusalem. Und wir sehen die zukünftige Zerstörung Jerusalems. But for many of us, we've never seen the 5th. Aber die 5. haben viele von uns noch gar nicht gesehen. Even though it's woven into the background of everything. Auch wenn es in dem Hintergrund der gesamten Evangelien mit drin ist, durch die Prophetie von Daniel. I can give you many examples, Ich könnte euch viele Beispiele geben, but Matthew 21 aber zum Beispiel Matthäus 21 wäre eine through gute. Matthew 24 Also Matthäus Kapitel 21 bis 24, diese 4 Kapitel, Jesus talks about this destruction a lot. spricht Jesus sehr viel über diese Zerstörung. Matthew chapter 24 by itself Matthäus 24, wenn man das isoliert nimmt, is the longest prophecy in Jesus' recorded ministry. ist die längste Prophetie, die uns überliefert ist aus dem Dienst von Jesus. But he actually starts talking about this back in chapter 21. Er spricht davon, aber schon im Kapitel 21. And I'll give you the reference for you to do some homework. Und ich gebe euch einfach nur die Stellen, damit ihr das mal zu Hause dann nachlesen könnt. But in Matthew 21, starting in verse 33, In Matthäus 21, Vers 33, it talks about a landowner who planted a vineyard. da ist die Rede von einem Landbesitzer, einem Grundbesitzer, der einen Weinberg pflanzte. And he rented out the land to some farmers and moved to another place. Und er gab dieses Land einigen Weingärtnern und zog dann in ein anderes Land. Oder er verpachtete den Weinberg und zog dann in ein anderes Land. And when the harvest time approached, he sent his servants to receive the money or collect the fruit. Und dann sagt er, als die Zeit der Früchte kam, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um die Ernte, die Früchte zu empfangen. But the renters, they seized the servants, they beat one, killed another, and stoned a third. Danach, aber die Weingärtner, heißt es, seine Knechte, die nahmen, die schlugen, die töteten ihn und den dritten steinigten sie. Then the landowner sent more servants, and they did the same thing as they did the first time. Und dann sandte der Besitzer des Weinberges noch mehr Knechte und die haben genau dasselbe wieder mit denen gemacht. So the landowner says, I'll send my son. They'll respect him. Dann sagte der Landbesitzer, okay, dann werde ich jetzt meinen Sohn schicken, weil den werden sie hoffentlich respektieren. Obvious should be flashing at this point. Offensichtlich müsste jetzt so blinken irgendwie. But when the renters saw the son, Aber als die Weingärtner den Sohn sahen, they said to each other, sprachen sie untereinander, this is the heir. Come, let's kill him and take the inheritance. das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. So they killed him. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. And then Jesus now, he's going to ask a question to his audience. Und an dieser Stelle der Geschichte fragt Jesus seinen Zuhörern eine Frage. And he Stellt er says, ihnen eine Frage. therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to those renters? Er sagt, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? They just killed Jesus, the son. What is the father going to do when he comes? Die haben gerade Jesus, den Sohn, natürlich redet er von Jesus, getötet. Was wird der Vater jetzt tun? And in verse 41, the crowd responds, Und die Menge, die Leute zuhörten, antworteten ihm. he'll bring those wretches to a wretched end. Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen And he'll rent the vineyard to other renters. und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten.
When we get down to verse 45, Wenn wir dann zu Vers 45 kommen, it says, when the chief priests and the Pharisees heard Jesus' parables, und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, they knew he was talking about them. dass er von ihnen redete. They understood it properly. Sie haben das Gleichnis ganz genau verstanden. Then in chapter 22, he starts this all over again. Und dann in Kapitel 22 kommt wieder dieselbe Geschichte. And we have the story starting in verse 1 In Vers 1. of a king who prepares a banquet for the wedding of his son. Da ist die Rede von einem König, der ein Bankett, ein Hochzeitsbankett für seinen Sohn veranstaltet. He sent his servants to those who'd been invited to tell them to come, but they refused to come. Er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. And then he sends them out to more people to invite with more servants. Und dann sandte er nochmals mehr Knechte aus, um nochmals mehr einzuladen. But verse 5 says they paid no attention and went off to their work and their business. Aber im 5. Vers heißt es, sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. So what does the king do in this story? Was macht der König in dieser Geschichte? The king was enraged. Als der König das hörte, wurde er zornig. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Er sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Sometimes we don't read these parables Manchmal lesen wir diese Gleichnisse nicht, because we're not getting the understanding weil wir from them. verstehen gar nicht, was meint denn Jesus hier eigentlich? We'll stay over here with the four soils, perhaps. Wir lesen dann lieber das Gleichnis von den vierfachen Ackerfeld. Or the Samaritan who got beat up on the road. Oder von dem barmherzigen Samariter. But we don't know what to do about the Aber angry was king sollen burning wir the city to the ground. Was sollen wir mit einem wütenden König, der die Stadt verbrennt? Or bringing those wretches to a wretched Oder end. diese Übeltäter zu einem üblen Ende bringt. Because that wasn't written to us. Das wurde nämlich gar nicht für uns geschrieben. There's a context for this. Es gibt einen Zusammenhang. And they understood. He's talking about us. Und die Pharisäer verstanden, er redet von uns. You get to chapter 23, Und dann kommst du zu Kapitel 23. which is probably the angriest in all the Und Gospels. ich glaube, das ist das zornigste Kapitel in den ganzen Evangelien. And Jesus declares 7 woes over the Pharisees. Und 7-mal spricht Jesus aus, wehe euch über den He Pharisäer. is just hammering these guys. Er hämmert auf sie ein. And that again is not the typical for his ministry. He Und doesn't do this das very ist ja often. nicht so typisch Jesus, ne? Das hat er ja nicht immer gemacht mit den Leuten. But he's getting to the end of his ministry now. Aber irgendwie kommt er zum Ende seines Dienstes. And for 3.5 years, he's been running into these hard-hearted leaders. 3,5 Jahre lang ist er diesen verhärteten religiösen Leitern begegnet He's been sending out invitations to the banquet. und hat sie eingeladen zum Hochzeitsmahl. And the son is about to get killed by the vineyard owners. Und jetzt droht auch noch der Sohn getötet zu werden von den Weinbergspächtern. And so he declares these things against the leaders. Und jetzt ruft er das aus gegen sie. And he says in chapter 23, verse 35, Zum Beispiel in 23, Vers 35. so upon you will come all the righteous blood that has been shed on the earth. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. From the blood of righteous Abel to the blood of Zechariah, son of Bechariah, Vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, whom you murdered between the temple and the altar. den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Truly I tell you this, all this will come on this Wahrlich, generation. ich sage euch, alles das wird über dieses Geschlecht kommen. Now,
let me explain this Zechariah reference here. Okay, diese Zacharias-Geschichte hier möchte ich kurz erklären. Because our Old Testament ends with Malachi, Denn unser Altes Testament endet ja bei Maleachi. but the Hebrew Old Testament ends with Zechariah. Aber das hebräische Alte Testament endet mit Zacharia. So he's saying from Genesis to Zechariah, Er sagt also von 1. Mose bis Zacharia, all the curses of the Old Covenant world all die Flüche der alttestamentlichen Welt is going to be dropped on top of the head of one generation. wird auf eine Generation zurückkommen. And a generation, we learned last night, is 40 years. Und eine Generation, das haben wir gestern auch schon angeschnitten, ist 40 Jahre. So Jesus has just hit a new time clock. So Jesus startet hier einen neuen Countdown. And he says, yeah, countdown. Yeah. I know that one. Das habe ich verstanden. He started a new time clock that says you have 40 years until what I'm saying happens to you with every curse. Er startet eine neue Zeitlinie und sagt 40 Jahre. Und dann wird das alles passieren. And we looked at last night that he declares this in 30 AD at the end of his ministry. Und wir haben verstanden gestern, das haben wir angeschaut, diese Aussage macht er 30 Jahre nach Christus. So 40 years later, we have the destruction of Jerusalem. Und genau 40 Jahre später haben wir die Zerstörung Jerusalems. Okay, so that's a thought to put in your head. Einfach mal ein Gedanke, den du in deinem Kopf behalten solltest. But then we see in Aber verse 37, dann sehen wir in Vers 37 this passionate heart of Jesus talking about how he longs for Jerusalem. dieses Herz voller Leidenschaft, wo Jesus sagt, dass er Sehnsucht hatte nach Jerusalem. He's not just talking out of anger, he actually loves Jerusalem. Er spricht hier nicht aus Zorn, sondern er spricht, weil er diese Stadt so sehr liebt. But then he says in verse 38, Und dann heißt es in Vers 38, look, your house is left to you desolate. siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Now, we talked about Daniel 9, but we have to finish Daniel 9. We'll go back to that in a few minutes. Wir haben ja über Daniel 9 gesprochen und da müssen wir auch noch zu Ende machen, aber wir gehen da auch gleich zurück. But he's laying out from 21, 22, 23. Kapitel 21, 22, 23 macht Jesus klar, He's talking about a destruction. dass da eine Zerstörung kommen wird. And they know he's talking to them. Und sie wissen genau, dass er über sie redet. So chapter 24 begins with this. So Kapitel 24 beginnt dann folgendermaßen. Jesus left the temple, was walking away with his disciples when they came up and called his attention to its buildings. Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. So he just yelled at them all for chapter 23. Also seit Kapitel 23 hat er sie angeschrien. He walks out of the temple. Hat diese Wehe ausgerufen und dann geht er aus dem Tempel raus. And the disciples are saying, he just said he's going to be left to us desolate, but what about these amazing buildings? Oh, dann sagen die Jünger, oh, was hat Jesus gesagt? Dieses Haus wird zerstört werden, aber guck mal diese Gebäude an. What could he mean by desolate? I mean, this is an amazing ancient world. Das Haus wird öde gelassen werden. Ja, was könnte er damit meinen? Guck dir doch mal diese Steine an. Das ist eines der größten Gebäude unserer ganzen It was Welt. one of the wonders of the ancient world. Es war eines der Wunder der Antike. So the disciples are just they're not getting it. Die Jünger sind verwirrt. So he says, do you see all these things? Und dann sagte Jesus, sprach wieder zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Truly, I tell you, not one stone will be left on another, every one will be thrown down. Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Jesus was sitting on the Mount of Olives, which is actually a small hill just across from the temple gate. Als er aber auf dem Ölberg saß, der Ölberg ist eigentlich so ein kleiner Hügel, von dem aus man wunderbar den Tempel sehen kann. So they're sitting on this little hill overlooking the temple while he is talking. Und so sitzen sie jetzt auf dem Ölberg und schauen auf den Tempel runter, während er redet. And the disciples are in total shock. Und die Jünger sind total geschockt. They've walked with this nice Jesus for 3 years. Ich meine, jetzt haben sie 3 Jahre lang den netten Jesus kennengelernt. But he's been freaking out a lot Und recently. jetzt
flippt er völlig aus und schreit die Pharisäer an. And he just walked into the temple and tore apart the Pharisees. Hat die völlig rund gemacht, die ganzen And then he Schriftgelehrten. walks out and he points at the temple and says it's going to be destroyed to the Dann ground. geht er raus und zeigt auf den Tempel und sagt, alles wird zerstört werden. Hier nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. It had to be very scary for the Wow, disciples. die Jünger waren irgendwie völlig geschockt. They're like, I like healing people, Ja, Leute zu heilen, das war cool. and casting out demons is Dämonen cool. auszutreiben war auch super. Raising the dead's good Und die time. Toten auferwecken, das hat Spaß gemacht. But now what is, he's going crazy. Jetzt, Jesus dreht durch, er dreht durch. He's probably going to get us all killed. Jetzt, vielleicht werden wir jetzt alle sterben. Which is true. That happened later. Das ist dann später tatsächlich passiert. But you have to get the picture of what's Aber seht ihr, wir happening. müssen verstehen, was hier in diesem Moment passiert ist mit den Jüngern. So his disciples came to him privately, Also kamen die Jünger alleine zu ihm auf diesem Ölberg and they said, "Tell us, when will this happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age?" und sie sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deines Kommens sein und das Ende des Zeitalters. And that's where other authors and theologians began to say Jesus is talking about the end of the world. Und jetzt kommen die Theologen und sagen, und alles, was jetzt Jesus danach sagt, sagt er vom Ende der Welt Or about the second coming. oder über seine Wiederkunft. There's a problem though, Aber jetzt haben wir ein echtes Problem, because the disciples didn't know Jesus was leaving. weil die Jünger haben ja noch nicht mal geglaubt, dass Jesus gehen würde. How can you ask about his return when you don't know he's going anywhere? Also, wie konnten sie denn über seine Wiederkunft fragen, wenn sie noch nicht mal kapiert haben, dass er überhaupt gehen würde? Even though he kept telling them about his resurrection, Er hat ihnen ja immer wieder gesagt, dass er sterben würde und auferstehen würde. when he died, they thought it was over. Aber als er dann starb, haben sie gedacht, jetzt ist es vorbei. Go find another Messiah. Jetzt müssen wir einen anderen Messias finden. They are not asking. They just watched him tear everybody apart and declare destruction on this building that they love. Gerade eben haben sie gehört, wie Jesus die Pharisäer total rund gemacht hat und gesagt hat, dass dieser Tempel zerstört wird. And they're scared. They're not asking, Und Lord, jetzt tell haben us sie about Angst. eschatology. Und jetzt sagen sie nicht, oh Jesus, erzähl uns was über die Endzeit, die in 2500 Jahren sein wird. They have three questions. When will this happen? Sie haben 3 Fragen. Wann passiert das, was du gerade gesagt hast? What's the sign of your coming? Was ist das Zeichen deines Kommens? And the end of the Und age. das Ende des Zeitalters. Now for us, living thousands of years in the Für future, uns, die wir 2000 Jahre später leben, when we hear coming, we think second coming. wenn wir hören das Kommen des Herrn, dann denken wir immer an die Wiederkunft Jesu. But through the whole Old Testament, Aber im ganzen Alten Testament, when God would come and bring destruction, wenn immer Gott kam mit Gericht, it was called his coming. hieß das Kommen des Herrn. Der Herr kommt. You begin to see a picture of it in, say, Psalm chapter 18, for Zum example. Beispiel Psalm 18. It says that he comes riding on the clouds. Heißt es, der Herr kommt, fährt einher auf einer Wolke. But he's actually coming in destruction. Aber was dort beschrieben wird, ist, er kommt zum Gericht. It's not like the nice worship song, behold he comes, Es ist nicht riding wie in the dieses clouds. nette Lobpreislied. For Denn them, er it's kommt like, auf der Wolke. he's Für sie war coming. das Kommen des Herrn war, er kommt. So when will this happen? Wann wird das passieren? What is the sign of your coming Was ist as das in Zeichen destruction? deines Kommens, nämlich im Gericht. How do we know when the destruction's coming? Wie wissen wir, wenn diese Zerstörung passieren wird? And the end of the Und das age. Ende dieses Zeitalters. And some of your Bibles might say end of the world. Und bei manchen steht von euch in der Bibel, in der deutschen Übersetzung, das Ende der Welt. If it does, put a big X through the word world. Wenn du das hast, dann bitte nimm einen Stift und streich das Wort Welt It is durch. one of the most biased Es translations ist eine der meist irreführenden Übersetzungen, die wir in der deutschen because Übersetzung haben. world comes from the Greek word cosmos. Denn Welt kommt von dem griechischen Kosmos.
But in this passage, it's the Greek word aeon. Aber hier ist nicht das Wort Kosmos geschrieben, sondern das Wort Äon. What actually means an age of time. Und das Äon bedeutet immer ein Zeitalter. He's saying the end of the age. Das Ende des Zeitalters. The end of what age? Welches Zeitalter? The old covenant. Des alten Bundes. So think about this. Denk mal drüber nach. You know how a lot of people have the idea that home groups are the perfect idea? Viele denken so, dieses Hauskirchensystem, das ist die perfekte Gemeinde, das ist die perfekte Idee. And we know it's perfect because the early church had home Und wir groups. wissen, dass es perfekt ist, weil ja die erste Gemeinde das auch hatte. But for 40 years, they know we have 40 years till destruction. Aber sie wussten ganz genau, 40 Jahre haben wir jetzt Zeit, bis die Zerstörung kommt. That's in the background of the book of Acts. Das ist der Hintergrund der Apostelgeschichte. It's in everybody's mind. Jeder wusste darüber Bescheid. The Christians know destruction is coming Die Christen within 40 wussten, years. innerhalb von 40 Jahren kommt Zerstörung über Jerusalem. So what do these brilliant Jews do? Also was machen diese brillanten Juden? Let's sell our extra houses and property. Lasst uns doch die Häuser, die wir nicht mehr brauchen, verkaufen. That's brilliant. Das ist doch schlau. Somehow we turn that into socialism. Seht ihr, irgendwie haben wir den Sozialismus draus gemacht. Well, they sold all their stuff Ja, and sie they haben kept alles it verkauft together. und hatten alles gemeinsam. No, this is brilliant Nein, capitalism. das ist brillanter Kapitalismus. So they sell the extra property, Sie haben das Übrige verkauft and rather than building a giant church that they can meet und in, anstatt dass sie jetzt ein riesen Gemeindegebäude bauen, wo sie dann drin sein können, that'll be destroyed in 40 years, das sowieso in 40 Jahren zerstört würde, they meet from house to haben house. sie sich in den Häusern getroffen. Why build a giant church in a city you know will burn to the ground? Wieso sollte man jetzt ein riesen Gebäude bauen, von dem man weiß, dass es in 40 Jahren völlig zerstört wird? It's in the background of everything in the book of Acts. Alles, was wir in der Apostelgeschichte lesen, müssen wir von diesem Hintergrund verstehen. For example, this is the reason that Stephen was stoned to death. Zum Beispiel ist das der Grund, warum Stephanus zu Tode gesteinigt wurde. I don't know if you ever saw that. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal euch bewusst gemacht habt. But it says in Acts chapter 6, verse 13, In Apostelgeschichte 6, Vers 13 lesen wir, they produced false witnesses who testified. und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, Now, the word false doesn't mean that they were lying. nun, das Wort falsch bedeutet nicht, dass sie unbedingt gelogen haben. In that culture, it meant you had actually paid someone to be willing to testify. In der Kultur damals war das Wort falsche Zeugen, bedeutete, du hast jemand bezahlt dafür, dass er was sagt. So when it says false, it doesn't mean that they were lying. It just means that they were paid to say what they Falsche said. Zeugen bedeutet nicht unbedingt, dass sie was Falsches gesagt haben, sie waren nur bezahlt, um auszusagen. And they testified this. Und sie sagten, This fellow never stopped speaking against this holy place and against the law. dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte, gegen den Tempel und das Gesetz. Talking about the destruction of the temple. Er hat von der Zerstörung des Tempels gesprochen. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth will destroy this place. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Stätte zerstören And change the customs Moses handed down und die to us. Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. That's amazing. Das ist doch erstaunlich, oder? It's so clear and obvious Es ist so what's being klar. going on here. Was hier passiert. But most of us have never heard about the destruction of Aber die Jerusalem. meisten von uns haben noch nie darüber gehört, wie wichtig und wie klar die Zerstörung Jerusalems hier verankert ist. But it's one of the 5 messages of this prophecy. Es ist eine der 5 Botschaften der Prophetie von Daniel. It's as important for understanding the New Testament Es ist genauso wichtig, damit wir das Neue Testament richtig verstehen können, as understanding his arrival, his death, an Wie old wir- covenant and a new covenant. wie es wichtig ist, dass wir seine Ankunft verstehen, sein Tod, das Ende des alten Bundes und, was war das 4.? New covenant. Den neuen Old Bund. covenant. Yeah.
So you have those four, but now we have the fifth, and it's a key to unlock the whole background of the New Testament. Diese 4 haben wir ganz gut verstanden, aber jetzt kommt plötzlich das 5. dazu und das hilft uns, etwas aufzuschließen, was wir bis jetzt nicht verstanden haben. So going back in Matthew 24 to these 3 questions, when will this happen? Zurück zu Matthäus 24, wo es heißt, wann wird dies geschehen? When will be the sign of your coming, which is the destruction, Was ist das Zeichen deines Kommens, nämlich die Zerstörung? and the end of the Und age? das Ende des Zeitalters. And I would say we could paraphrase end of the age as end of the age of Moses. Und dieses Ende des Zeitalters könnte man mit anderen Worten sagen, das Ende des alten Bundes, das Ende des Zeitalters Mose. It's the move from the old covenant age of Es Moses ist die Bewegung oder das Shifting vom alten Bund to the new covenant age of the Messiah. in das Zeitalter des neuen Bundes des Messias. So he begins to actually answer their question, Und when will this happen? Und jetzt beginnt Jesus die Fragen zu beantworten. Wann wird das passieren? And he gives them 8 different signs. Und dann gibt er ihnen 8 He Zeichen. talks about wars and Er earthquakes sagt and famines Kriege, Hungersnöte, and a great persecution. große Verfolgung. I'm not going to get into every detail, Ich but kann I have in leider one of my books. Nicht in die ganzen Details jetzt hineingehen, aber in einem meiner Bücher habe ich das alles beschrieben. And I give the documentation historically and scripturally how each verse has taken place. Und ich habe euch dort aufgeschrieben, historisch durch die Geschichte bewiesen und auch anhand der Schrift, dass all diese Zeichen sich bereits erfüllt haben. Let's just think about one, for example. Lass uns nur über eines nachdenken. Wars and rumors of wars. Kriege und Kriegsgerüchte. At every given time, there's always wars going on somewhere in the world. Zu jeder Zeit der Weltgeschichte gab es immer irgendwo an einem Ort Krieg. Especially in Africa. Besonders in Afrika. Somewhere there's a war. Irgendwo gibt's Krieg. So how can that be a sign for us? So, wie kann das ein Zeichen sein? See, it worked for them Für sie hat es funktioniert. because he declares this during the Pax Romana. Weil er macht diese Aussage zu einer Zeit, die man nannte die Pax Romana oder der römische Friede. Where the Roman Empire had dominated so much of the world that no war was going Wo das on. römische Reich so sehr die Welt dominiert hat, dass es nirgendwo Krieg gab. They called it the Roman peace. Deshalb nannte man das so, den römischen Frieden. So Jesus says this during the Roman peace. There will be rumors of Mitten wars. im römischen Frieden sagt Jesus, es werden Kriege und Kriegsgerüchte sein. And soon after his death, we start to have rebellions breaking out Und all over the Roman Bald kingdom. nach seinem Tod berichten uns die Geschichtsschreiber, dass überall in Palästina Kriege und Konflikte ausgebrochen sind. He says there will be earthquakes. Er sagt, es wird Erdbeben geben. When he dies on the cross, there's an earthquake. Als Jesus starb am Kreuz, was ist passiert? When he's raised 3 Ein days Erdbeben. later, there's an earthquake. Als er auferstanden ist am 3. Tag, gab es ein Erdbeben. When they pray for baptism a second time in Acts chapter 4, there's an earthquake. Als sie im Apostelgeschichte 4 gebetet haben in der Gemeinde, heißt es, ein Erdbeben erschütterte die Städte. When they're in the bottom of the prison, there's an earthquake. Als sie mit unten im Gefängnis waren, Paulus und Silas, heißt es, ein Erdbeben erschütterte. Earthquakes everywhere in the New Erdbeben, Testament. Erdbeben, Erdbeben, überall im Neuen Testament. It's like the whole world is shaking, one historian wrote. Irgendwie, ein Geschichtsschreiber hat geschrieben, es ist, als ob die ganze Welt sich erschüttert wird. It says there will be famines. Das heißt, es wird Hungersnöte geben. Remember in Acts 11, Agabus Erinnert takes up euch? an offering for another church. In Apostelgeschichte 11 prophezeit Agabus, dass eine Hungersnot kommt und sie nehmen ein Opfer ein für die Gemeinden Because of famines. wegen Hungersnöten. All this stuff starts to play out as All a sign diese of when Dinge it will happen. Sind Zeichen, die Jesus angedeutet hat. But they say, how will we know? What is the sign of your coming destruction? Aber dann sagen sie, aber was ist denn das Zeichen deines Kommens in Zerstörung? It's great that they ask the question Das ist sehr gut, dass sie diese Frage stellen, because he gives them the sign. denn er gibt ihnen das Zeichen. And when they see the sign, that's when all the Christians left the city, Und als sie dieses Zeichen sahen, haben alle Christen Jerusalem verlassen. which we talked about last night. They left and they went to a nearby Darüber mountain. haben wir gestern gesprochen. Sie verließen die Stadt und sie flohen auf einen Hügel, der in der Nähe war. So what was the sign So of was- time to leave? Was war das Zeichen, dass sie die Stadt verlassen sollen? Are you still in Matthew 24? Seid ihr noch in Matthäus 24?
We're going to look at the sign he gives them, which is in verse 15. Wir gehen zu Vers 15. Dort gibt er ihnen das Zeichen. When you see standing in the holy place the abomination that causes desolation. Sorry, I have to get that. Matthew 24. Which verse? Okay. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Notice what he referred back to Daniel here? Habt ihr gesehen, wie er auf Daniel Bezug nimmt? He's talking about Daniel 9, where it Er talked about the spricht abomination über Daniel 9, über den Gräuel der Verwüstung, that causes desolation. der Zerstörung verursacht. And somehow Jesus knew that his listeners would understand this. Und irgendwie wusste Jesus, dass seine Zuhörer schon wussten, wovon er redet. But somehow none of us understand it. Aber irgendwie haben wir das nicht so ganz mitgekriegt, Because we're 2 millennia away from weil this. wir 2000 Jahre schon entfernt davon leben. So what was it they would have understood? So, was hätten sie wohl verstanden? See, we get more details over in Luke 21. In Lukas 21, da wird das Ganze noch detaillierter gesagt. And before I go there, what we can know about this Bevor wir dorthin gehen, möchte ich noch mal etwas sagen, was wir darüber wissen können. is that when the Jewish people saw the abomination that causes desolation, Dass nämlich als die Leute diese Gräuel der Verwüstung gesehen haben, they knew it was time to leave. haben sie gewusst, jetzt ist die Zeit zu gehen. So let those who are in Judea flee to the So mountaintops. lasst die in Judäa sind, in die Berge fliehen. So one, it's local, those in Judea. Erstmal ist diese Prophetie nur für die in Judäa leben. He didn't tell the Germans what to do. Er hat nicht den Deutschen gesagt, sie sollen auf den Berg gehen. He didn't tell the Americans what to do. Er hat auch nicht den Amerikanern gesagt, was sie tun He sollen. just said, if you're in Judea, run to the Er sagte, mountain. wenn du in Judäa bist, So dann there's a geh auf local den Berg. destruction going on Es here. ist ein lokales Ereignis, was hier stattfindet. He says, let no one on the housetop go down and take anything out of the Und er house. sagte, niemand, der auf dem Dach ist, soll runtergehen und was aus dem Haus holen. How many of you are concerned about being stuck on your rooftop during the end times? Wer von euch hat sich schon mal Sorgen darüber gemacht, dass er irgendwie gerade auf dem Dach ist, wenn das Ende kommt? Like, oh no, I need to go. Ach so, jetzt bin ich auf dem Dach, ich muss ja runtergehen. Clearly, again, he's talking about a local Nein. historical place Er spricht über diesen historischen Ort von damals, that has flat rooftops. wo es Flachdächer gab. And this culture, this makes sense. Und in dieser Kultur macht das Sinn. He says, let no one in the field go back to get their cloak. Er sagt, niemand, der auf dem Feld ist, soll nach Hause gehen, um seinen Mantel zu holen. That's also pretty interesting. Das ist auch sehr interessant, Because if you had something coming to cause desolation, weil wenn du hier etwas hast, das Zerstörung bringt, and you're in the field, und du bist auf dem Feld, you would think, I need to get back inside the fortress of Jerusalem dann over here. würdest du eigentlich denken, oh, ich muss schnell in die Stadt fliehen, wo ich sicher bin, in die Festung. And he says, don't go back Und er in. sagt, nein, geh nicht zurück, You got to get to the mountains. sondern geh auf den Berg. He says how dreadful it will be in those days for pregnant women and nursing mothers. Pray that your flight will not take place in the winter or on the Sabbath. Wie schrecklich wird es sein für die schwanger sind. Betet dafür, dass diese Flucht nicht im Winter ist oder am Sabbat. Why the Sabbath? Warum am Sabbat? I mean, does that matter anymore? Ich meine, ist das für uns noch relevant? No, it doesn't. Nein. But what it did happen back in this time Aber was damals passiert ist, was they had something called a Sabbath day's journey. gab es ein Gesetz, nämlich das Gesetz des Sabbatweges. We see this in Acts chapter 1, verse 12. In Apostelgeschichte 1, Vers 12 sehen wir das zum Beispiel. It says that you could only, they walked a Sabbath day's journey. Da heißt es, sie gingen einen Sabbatweg weit. And what we understand is that was 3/4 of a mile. Das war ungefähr eine Dreiviertelmeile, also ungefähr 1 Kilometer. Thank you. So you could only go so far before the priests would stop you and you'd get in trouble with the temple. Du kannst nur 1 Kilometer am Sabbat gehen, ohne dass du Probleme mit dem Priester bekommst und mit dem Tempel. So if you live in the center of the city and you're up on your flat rooftop, Also wenn du in der Mitte
der Stadt bist und bist gerade auf dem Dach and you see the abomination coming to und du cause siehst, wie desolation, dieser Gräuel der Verwüstung kommt, hopefully it won't be on the Sabbath, dann hoffentlich ist das nicht am Sabbat, so that you can run from rooftop to rooftop to get out of the city. damit du vom Dach zu Dach springen kannst, um endlich aus der Stadt zu verschwinden. Otherwise, you would have gotten stopped. Andernfalls wärst du sehr wahrscheinlich gestoppt worden. So he finishes up this little section by saying Also this. schlussendlich beendet er diese Passage, indem er sagt, For there will be then a great distress, denn dann wird große Trübsal sein, unequaled from the beginning of the world until now, die nicht war von Anbeginn der Welt and never to be equaled again. und nie mehr sein wird. Interesting thought here. Ein interessanter Gedanke. He's saying it's the worst thing that ever happened, Er sagt, es ist das Schlimmste, was jemals passiert ist, but after it, nothing as bad will ever happen. und danach wird auch nie mehr so was Schlimmes passieren. How does that work if Ja. time ends? Wie funktioniert das, wenn die Zeit aufhört? If this is only about the end of time, Wenn diese Trübsal ja am Ende der Zeit sein wird, it doesn't make sense to say, and then after, it won't wieso be like sagt that denn again. Jesus, dass danach nie mehr was Schlimmeres passieren wird? Also, we think in modern terms, Wenn wir in modernen Gedanken sprechen oder in modernen Konzepten and we think of other wars and the atrocities that have happened, und wir sprechen von anderen schrecklichen Zeiten, Kriegen oder irgendwelchen Katastrophen, die geschehen sind, but we're not getting the context here. dann verstehen wir aber nicht den Kontext. He's hier. not talking about numbers of death. Er spricht hier nicht unbedingt davon, wie viele Leute getötet wurden. He's talking about for that nation, for the Jewish people, Er spricht von einer Katastrophe für dieses jüdische Volk. this is the worst moment in their history Und er ever. sagt, das wird der schlimmste Tag in eurer ganzen Geschichte sein. They took a real beating with Babylon and with Assyria, Ich meine, mit Babylon in Syrien hatten die auch schon ganz schöne Auseinandersetzungen. but they were able to come back and reestablish a temple. Aber irgendwie haben sie es wieder geschafft, zurückzukommen und den Tempel wieder aufzubauen. But in this situation, Aber in dieser Situation it will be destroyed to the ground. wird es bis auf die Grundfesten zerstört werden. Their old covenant would be destroyed. Der alte Bund wird weggewischt werden. And one of the most painful things for their society Und eines der schrecklichsten, schmerzhaftesten Dinge für ihre Gesellschaft war, was that the genealogical records were destroyed. dass die genealogischen Aufzeichnungen zerstört werden. Which, if you read through the Old Testament, those are incredibly important to this Die people. für die Juden, wenn du das im Alten Testament siehst, sehr, sehr wichtig waren. They're losing their identity. Sie verlieren ihre Identität. But more than that, Aber noch schlimmer, they can't reestablish a priesthood. sie werden nie mehr eine Priesterschaft dadurch aufbauen können. Because you had to be able to prove your lineage. Denn als Priester musstest du deine Herkunft nachweisen können. But it's totally destroyed. Aber all das ist total zerstört. And the Old Covenant world is totally Und destroyed. die alttestamentliche Welt ist total zerstört. It is the worst moment in their Es ist history. der schlimmste Moment in ihrer ganzen Geschichte. There's so much here. Es ist so viel drin hier in diesen Versen. We'll go to the Luke 21 and I'll show you Und this. jetzt gehen wir noch zu Lukas 21 und dann zeige ich euch das. Matthew, Mark, and Luke Matthäus, Markus und Lukas are called the synoptic gospels, nennt man auch die synoptischen Evangelien. meaning that they have parallel passages. Das bedeutet, es gibt richtige Parallelen, also Texte, die genau gleich lauten in allen drei Evangelien. Luke 21 is the parallel of Matthew 24. Lukas 21 ist die Parallele zu Matthäus 24, das And wir gerade gelesen haben. It tells us what the abomination of desolation Und is. dort wird uns gesagt, was der Gräuel der Verwüstung ist. Now remember that we're saying this right. Nun, ich sage ja, dass wir das richtig sagen. It's an abomination that causes Es desolation. ist ein Gräuel, der Zerstörung verursacht. It's not some guy's name. I am the abomination of Es desolation. ist nicht der Name einer Person, die sagt, ich bin jetzt der Gräuel der Verwüstung. It's
an abomination that Nein, causes es ist ein desolation. Gräuel, der Verwüstung verursacht. Luke 21, Lukas 21, verse 20. Vers 20. When you see Jerusalem being surrounded by armies, Wenn ihr aber Jerusalem von Kriegsheeren belagert seht, you will know that its desolation is near. dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe ist. Then let those who are in Judea Dann flee to the mountains. fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist, Let those in the city get out. und wer in Jerusalem ist, der ziehe fort aus Let ihr. those in the country not go back into the Und city. wer auf dem Land ist, der gehe nicht hinein in sie, For this is the days of vengeance, denn das sind die Tage der Rache, in fulfillment of all that has been damit written. alles erfüllt werde, was geschrieben steht. It's the exact parallel of what he says about Daniel Es ist die exakte Parallele zu dem, was Daniel prophezeit in hat Matthew 24. und was in Matthäus 24 He steht. says, like Daniel says, Dort sagt er, so wie Daniel es the vorausgesagt hat. abomination that causes desolation, Der Gräuel, der Verwüstung hervorbringt. when you see it, run. Wenn ihr ihn seht, rennt weg. In Luke 21, he says, when you see In Jerusalem Lukas 21 sagt er, surrounded by armies, wenn ihr Jerusalem umzingelt von Kriegsheeren seht, coming to bring desolation, it's die near, Verwüstung bringen, it's time to run. dann flieht. In fulfillment of everything that's written, Als Erfüllung von allem, was geschrieben steht. pointing back to the Daniel 9 prophecy of Und damit- destruction of the city. Und damit deutet er wieder zurück auf Daniel Kapitel 9, wo dies prophezeit wurde. One last thing. Noch eine letzte Sache. He says, this is the days of vengeance. Dies sind die Tage der Rache. He's referring back to something from an earlier chapter in Luke, Und damit bezieht er sich auf ein früheres Kapitel im Lukas-Evangelium. because you remember back in Luke chapter 4, Denn erinnert euch, in Lukas 4, in verses 18 and 19, in Vers 18 und 19, Jesus is reading from Isaiah chapter 61. sagt Jesus zitiert Jesus aus Jesaja 61. He talks about the Spirit of the Lord is upon me, Er sagt dort, der Geist des Herrn ist auf mir and he has anointed me to do these different things. und er hat mich gesalbt, all diese Dinge zu tun. But he ends out with saying, and to proclaim the year of the favor of the Lord. Und dann sagt er, um zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. And then he sits down. Und dann setzt er sich hin. I looked first. I looked at You gotta be careful now. And everybody is stunned. Und jeder ist erstaunt. They're stunned for a few reasons. Und zwar aus folgendem Grund. Oder First aus of einigen all, Gründen. Zuallererst, when it was your time to read, erstmal, wenn du an der Reihe bist, in einer Synagoge vorzulesen, they would just pass you the passage. dann würden sie dir das Buch aufgeschlagen geben und dir zeigen, was du lesen sollst. And you're just supposed to read what's in front of you. Und dann liest du einfach das, was man dir sagt, was du liest. But Jesus starts looking and he Aber als erstes finds Mal Isaiah heißt es, 61. Jesus fing an zu blättern, geht ja nicht in der Rolle, aber zu gucken, und bis er schließlich die Stelle findet. And he reads, but he stops Und mid-sentence. dann liest er und dann hört er einfach mitten im Satz auf. So he doesn't even finish the passage. Der liest es noch nicht zu Ende. And then he sits down. Und dann setzt er sich hin. And everybody is just totally stunned. Und alle sind total erstaunt. Because the rest of the passage is Weil der Rest to des proclaim the Verses year of the Lord's favor geht nämlich so: Das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen and the day of the vengeance of our God. und den Tag der Rache unseres Gottes. Remember, it says he will confirm a covenant for 7 years. Erinnert ihr euch, dass es heißt, er wird einen Bund mit ihnen stärken für 7 Jahre? So he gets up at the beginning of his ministry and talks about favor. So, Jesus steht auf am Anfang seines Dienstes und spricht nur über die Gunst. He confirms favor because they're still inside the 490. Er spricht von der Gunst Gottes, weil sie sind immer noch innerhalb dieser 490 Jahre. But when he reaches 30 AD, at the end of his Aber ministry, 30 nach Christus, am Ende seines Dienstes,
In Luke 21, In Lukas 21 he says in verse 22, sagt er in Vers 22, and these are the days das of vengeance. sind die Tage der Rache. And he finally finishes what he started back in Luke 4. Liest er den Satz zu Ende, den er in Lukas 4 angefangen hat. And he declares vengeance is coming. Und erklärt, jetzt kommt die Rache des Herrn. This is the shift that we have to understand if we're going to walk in the new covenant. Das ist das, was wir verstehen müssen, diese Veränderung, die passiert ist, wenn wir wirklich im neuen Bund leben wollen. If we're going to build the kingdom without a fear that we have to hand it over to Satan. Wenn wir das Königreich aufrichten wollen, ohne die Angst, dass irgendwann der böse Antichrist uns alles wieder wegnimmt. I have left you with hundreds of questions. Ich weiß, ich habe euch heute Abend hunderte von Fragen hinterlassen. And I'm going to go get on a plane now. Und, sorry? I'm going to go get on a plane now. Ich werde jetzt mich ins Flugzeug setzen. But I've done a lot of writing on this topic that'll Aber answer more questions. Ich habe viel darüber geschrieben, über dieses Thema, das viele Fragen, die ihr jetzt sehr wahrscheinlich habt, beantworten wird. And Bruno holds very similar view as well. Und auch Bruno hat eine sehr ähnliche Sicht über diese Dinge. That's true, right? Yeah, that's right. Okay. I wanted to say, they can read everything. That's right. That one's in German too. Yeah. Es gibt ein Buch in Deutsch. Alle weiteren Fragen, die ihr habt, die werden hier drin beantwortet. Jetzt werden sehr wahrscheinlich zum ersten Mal einige Leute aus meiner Gemeinde das überhaupt lesen. Also, now, maybe some of the people from my church will read this book for the first time. You see all through the New Testament, these 5 things from Daniel 9 are in the background of everything written. Überall im Neuen Testament schwingen diese 5 Dinge, die Daniel 9 ankündigt, im Hintergrund mit. And it's in understanding that the old covenant shift into the new covenant. Und es ist ein Verständnis, dass bei diesem Shift, bei dieser Verschiebung oder diesem Wechsel in den neuen Bund, vom alten in den neuen Bund, Was the biggest thing to happen in Israel's history. war das größte Ereignis, das in der Geschichte Israels überhaupt jemals passiert ist. This phrase, end of the age, shows up over and over again. Dieser Begriff, das Ende des Zeitalters, finden wir im Neuen Testament immer und immer wieder. Because they're moving from the age of Moses to the age of Jesus. Denn sie sind in einer Zeit, in der alles gerade dabei ist, sich zu verschieben vom Zeitalter von Mose in das Zeitalter des Neuen Bundes. My eschatology is not about the end of the future world. Meine Eschatologie hat nichts zu tun mit dem Ende der zukünftigen Welt, It's about the end of the old covenant world. sondern es hat damit zu tun, dass der alte Bund zu einem Ende kam. Now the question comes, is Jesus coming back? Jetzt kommt die Frage, Yes, ja, he's- kommt denn he's Jesus coming zurück? back. He's coming Ja, back. er kommt zurück. No concern there. Keine Frage, dass er zurückkommt. When he goes away in Acts chapter 1, he says, I'll come back in the same Als er in way. Apostelgeschichte 2 geht, sagt er, auf dieselbe Weise, wie ihr mich gehen seht, komme ich wieder zurück. That's not the same as when he came in destruction on Jerusalem. Aber das ist nicht das Kommen des Herrn, wie er es selbst angekündigt hat, um dieses Gericht auszuführen an Jerusalem. So there is a coming that he did in the first century, but brought destruction of the old covenant world. Da gab es ein Kommen, das im 1. Jahrhundert geschehen ist, um Zerstörung und das Ende des alten Bundes herbeizuführen. But we are now fully in the kingdom. Und das bedeutet, dass wir jetzt vollkommen im Königreich sind. We have a new covenant Wir haben einen neuen Bund, by living inside Jesus, who has a new covenant with the indem Father. wir in Jesus leben, der diesen Bund mit dem Vater hat. And we're here to make all things new, Und wir sind hier, um alles neu zu machen, to bring the heaven realm into the earth um den realm, Himmel herunterzubringen auf die Erde, to release the kingdom more um into das the earth. Königreich noch mehr auf der Erde freizusetzen. That is what we are currently here to do. Das ist das, wozu wir gerade jetzt hier sind.
And there will come a point where the shift takes place. Und da wird ein Zeitpunkt kommen, wo diese Shift stattfindet, diese Veränderung. I mentioned this sometime earlier in the weekend. I don't remember where, but I'll mention it again. Irgendwann diesem Wochenende habe ich das erwähnt. But the apostolic mission, Die apostolische Mission. there's a reason Jesus called his followers apostles. Es gab einen Grund, warum Jesus seine Jünger Apostel nannte. It comes from this word apostolos, Es kommt von dem griechischen Apostolos. which was an envoy sent from Rome Und das war ein Gesandter, der von Rom gesandt war, when they had conquered a new region. wenn sie ein neues Land eingenommen haben. And they wanted to keep that region, and so they would culturize it with Rome. Und wenn sie dieses Land behalten wollten und die Kultur Roms dort aufrichten They wollten, would send artists and musicians and philosophers dann haben sie mit diesem Apostolos Künstler, Philosophen, Lehrer, Architekten hingeschickt, to change the new land to be like Rome. um dieses eroberte Land zu verändern, dass es so wird wie Rom. So the apostolos mission is to culturize So, another Die land. apostolische Mission ist, ein Land, das erobert wurde, eine neue Kultur zu geben. So our apostolic mission Unsere apostolische Mission is to culturize planet fear with the culture of planet ist, love. den Planeten Angst mit der Kultur des Planeten Liebe zu verändern. To culturize earth with heaven. Die Kultur des Himmels auf die Erde zu bringen. So the question that people like to yell out is, Die when's he Frage- coming? Die Frage, die jetzt die Leute stellen, ja, aber wann kommt er denn? When we do our job. Wenn wir endlich unsere Arbeit machen. We think, what is God waiting for? Wir denken immer, ja, worauf wartet denn der Herr noch? Worauf wartet denn der Herr noch? And he's saying, what are you waiting for? Und er sagt immer, auf was wartet ihr denn immer die ganze Zeit? He's waiting on us. Er wartet auf uns. Because the goal of the apostolos Denn das Ziel des Apostolos was that if Caesar came to visit that land, war, dass wenn Cäsar dann eines Tages kommen würde, um dieses Land zu he besuchen, could step off of his boat in the new culture könnte er aus seinem Boot steigen und würde die Kultur Roms dort vorfinden. and make the statement, this feels a lot like Rome. Und dann hat er normalerweise gesagt, hier fühlt sich alles an wie in Rom. So what's our goal? Was ist unser Ziel? That we move to the place that when Jesus puts his big toe back on planet Earth, Dass wenn Jesus seinen großen Zeh auf diese Erde zurücksetzt, he can go, kann er sagen, it feels a lot like home. das fühlt sich an wie zu Hause. That's where we're going. Das ist, wo wir hingehen. And you won't get there with a lot of wrong short-term thinking. Und du kannst nicht dahin kommen, wenn du ein falsches Kurzzeitdenken hast über die Zukunft. Lives in fear and builds nothing. In Angst leben und nichts bauen. Proverbs 13 says a righteous man Sprüche 13 heißt es, ein Gerechter leaves an inheritance for his children's children. hinterlässt ein Erbe für seine Kindeskinder. I've added another sentence to this proverb. Ich habe da noch einen eigenen Satz da hinzugefügt. An unrighteous man Ein Ungerechter only focuses on the rapture. fokussiert sich nur auf die Entrückung. This is a lot to take in one evening, Ich weiß, das ist unheimlich viel aufzunehmen an einem Abend. and I'm glad we laid a foundation of the kingdom and the Und new ich covenant. bin froh, dass wir eine Grundlage gelegt haben über das Königreich und über den neuen Bund. But I really would recommend that you get a hold of Bruno's book. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr das Buch von Bruno zur Hand And nehmt. I have one back there called Raptureless, Und es gibt auch eines in Englisch von mir, das heißt Raptureless. an optimistic guide to the end of the world. Also entrückungslos, ein optimistischer Führer in die Zukunft. It's got all the timelines that I've just laid out. Da sind all diese Zeitlinien drin, die ich gezeigt And habe. I go through the whole Daniel 9 and all Und the ich other gehe durch diesen passages. ganzen Daniel 9 und all diese Prophetien hindurch und erkläre sie. Every verse in Matthew 24. Jeder einzelne Vers in Matthäus 24 gehe ich durch. So, and if you don't even want to pay for it,
Und wenn du dafür nichts bezahlen möchtest, you can go right to a website called raptureless.com. kannst du im Internet auf eine Webseite gehen, die heißt raptureless.com. And I've given away the book on a PDF Und online dort for free. kannst du umsonst ein PDF runterladen von diesem Buch. So while Left Behind has sold 65 million copies, Left Behind wurde 6 irgendwie was Millionen Mal verkauft. I am giving my truth away for free. Habe ich entschieden, ich gebe meine Wahrheit umsonst weg. Let me give a couple other names just to help you here. Okay, ein paar Namen, die ich nennen möchte, um euch ein bisschen zu helfen. Because if this is the first time you've ever heard anything like Weil wenn this, das erste Mal ist, dass du jemals so etwas überhaupt gehört hast wie heute and Abend. you're seeing this word heretic over my head right now, Und du siehst immer, wie hier oben über mir blinkt, ihr Lehrer, ihr Lehrer, ihr Lehrer. I can settle your mind at ease a little bit. Dann kann ich euren angestrengten Herzen ein bisschen Erleichterung verschaffen. I actually show in the book In diesem Buch zeige ich auf, that John Calvin believed this, dass Johannes Calvin genau das geglaubt hat. John Wesley believed this, Dass Wesley genau das geglaubt hat. Charles John Wesley. Spurgeon believed Dass this, Charles Spurgeon genau das geglaubt hat. R.C. Sproul teaches this, Dass R.C. Sproul, ein bekannter Bibellehrer aus den USA, genau das gelehrt hat. Bethel in Reading stands behind this. Dass die Bethel Church in Reading genau dahinter steht. This is all across the body right now. Seht ihr, diese Wahrheit kommt im Moment im Leib Jesu nach oben. But it's also a historic belief. Aber es ist auch eine historische Position, die viele in der Vergangenheit gehalten haben. Even as early as John Chrysostom, say that, Einer der frühesten war Johannes Chrysostomus, as well as Eusebius in the 300s. auch Eusebius, der Kirchenvater im 3. Jahrhundert. This has been in church history all the way through. All die Leute in der Kirchengeschichte haben diese Sicht vom Ende gehabt. So this is not a brand new American idea for you. Das ist nicht einfach eine neue amerikanische Idee, die ich hier präsentiere. Just so you know. Thank Einfach you. damit Yeah. ihr das wisst. Well, let's stand to our feet. Lasst uns zusammen aufstehen am Ende. Take one hand and put it on your very full head. Nimm eine Hand und leg sie auf deinen Kopf, der im Moment sehr angefüllt ist. Lord, I want to bless these people right now. Herr, ich möchte diese Menschen hier segnen I heute. thank you for open hearts Und ich and danke dir minds. für offene Herzen und Gedanken. Thank you for brave people that are willing to be challenged. Danke für mutige Leute, die sich gerne herausfordern lassen. And I ask that you would lead and guide them with truth. Und ich bitte dich, dass du sie führst und leitest mit Wahrheit. That whatever truth they hear would be truth. Das, was immer die Wahrheit ist, dass sie wirklich die Wahrheit hören, That sets them free. die sie freisetzt. Sets them free from fear. Sie freisetzt von Angst Helps them think long term und ihnen hilft, auf lange Sicht zu denken und zu planen and establish your kingdom und ein Königreich aufzurichten. as a new covenant people. Als ein Volk des Neuen Bundes. And I bless them in Und ich Jesus' name. segne sie im Namen Jesus. Amen. 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 Thank you. Thank you Dankeschön. so much. Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Since it is 10:30, I know some people have to catch a train on their way. So there's some that are in a hurry tonight. Weil es jetzt schon so fortgeschritten ist, die Zeit, du hast 10:30, einige von euch müssen sehr wahrscheinlich einen Zug erwischen oder irgendwie sowas, dann lasse ich euch einfach frei. Thank you so much for hanging in there and Danke, dass letting me ihr go so longer. geduldig wart und dabei geblieben seid. And I want to just say I'm not going to be doing any questions about this tonight. Ich wollte noch sagen, ich werde heute Abend, bitte ich um Verständnis dafür, keine Fragen or beantworten. personal counseling and dream Thema. interpretations. Und auch keine persönlichen Seelsorge- und Traumauslegungen, bitte.
But if you'd like a hug or a handshake before you go, I will greet Aber whoever. wenn du mich gerne nochmal umarmen möchtest oder mir die Hand schütteln möchtest, bevor ich gehe, dann darfst du das gerne tun.